Servus zusammen, wir kennen sie ja alle, die 4 großen Fraktionen, die wir in Flames of War spielen können. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Fraktionen und meiner Meinung nach sind die anderen viel zu selten irgendwo vertreten. Diesen Punkt werden wir uns heute ein bisschen ansehen und vielleicht bringt das den einen oder anderen auf ein neues Projekt für eine mal etwas andere Flames of War Armee. Ich will da dann in weiterer Folge auch noch mehr dazu machen, also spezifisch jetzt Flames of War in regelmäßigeren Abständen. Ich weiß jetzt aber noch nicht ganz genau, was das sein wird dann in Zukunft. Ich spekuliere hier ein bisschen vielleicht meine Amerikaner anzugehen oder auch für Mid-War Italiener. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, was euch vielleicht interessiert, themenmäßig zu Flames of War. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, natürlich überlegt euch gerne, den Kanal zu abonnieren, um dann informiert zu sein, wenn eben die nächsten Videos kommen. Aber ich hätte gesagt, lasst uns mal starten. Also es gibt ja zu den Hauptfraktionen in Flames of War eine ganze Reihe von Publikationen, wie wir hier schon sehen. Für Late War eben haben wir schon eine ganze Menge Bücher, wo man sich dann nur entscheiden muss, neben der Fraktion natürlich auch in welchem Zeitbereich man spielen möchte. Und das ist eigentlich bei diesen Büchern sehr gut aufgebaut jetzt in V4 meiner Meinung nach, auch wenn es natürlich ein bisschen Flair rausnimmt. Aber eben, man hat hier mit diesen Büchern gleich einen Überblick, was es gibt, beziehungsweise wenn man etwas Spezifisches sucht, dann wird man hier auch schnell fündig mit diesen einzelnen Publikationen. Darum soll es jetzt aber gar nicht heute gehen, sondern wir wollen uns mit anderen Armeen beschäftigen. Und zwar, es gibt ja auch hier andere Publikationen, vor allem jetzt spezifisch für Mid-War, hier mit dem Nordafrika-Buch, diese beiden Compilation-Bücher, einmal für Nordafrika und eben Ostfront. Diese beiden Bücher sind eigentlich Zusammenführungen, also Compilations, wie ich es schon vorhin gesagt habe, wo ältere Publikationen zusammengefasst worden sind, die als Einzelbücher veröffentlicht wurden zu Beginn von V4. Und da gibt es natürlich auch wieder alles Mögliche zu Amerikanern, Deutschen, Briten, also auch hier alles enthalten. Und diese wurden hier jetzt noch einmal zusammengefasst und das findet ihr eben auch hier in diesen Büchern. Aber es gab ja auch damals zum Beispiel das Avanti-Buch für die Italiener. Und wenn sich jemand jetzt eben dafür interessiert, Italiener spielen zu wollen, so wie das in meinem Fall ja auch gegeben ist, habe ich ja letztes Jahr eine Armee angefangen. Dann könnt ihr das mit diesem Buch machen. Da habt ihr dann in diesem eben Nordafrika-Buch alles drinnen, also das komplette quasi Avanti-Buch enthalten, zusätzlich eben zu diesen, wie ich es vorhin genannt habe, Standardfraktionen, die wir eh alle kennen. Also das ganze Buch hier dann noch einmal mit dem Hintergrundbereich dabei, dann mit der Vorstellung der Einheiten, die man spielen kann und eben dann natürlich die ganzen Formationen. Was hier natürlich vielleicht interessant ist, die Italiener sind vielleicht etwas schwieriger zu spielen, weil die sind ja doch nicht so stark und haben auch nicht so viele Einheiten, also auch die Auswahl dementsprechend beschränkt. Dafür habt ihr aber hier mit den 8 Million Bayonet Dice bzw. mit dieser Regel die Möglichkeit, dass eben durch einen Zufall eigentlich, weil man hier für jede Einheit einen Würfel dann wirft und eben bei einer 6 und dieses Symbol kommt, ist diese Einheit als Elite-Einheit sozusagen gewertet und das
zeigt sich dann in den Profilwerten, die sich dann eben ändern, weil normalerweise nimmt man hier die linke Spalte und diese zusätzliche 8 Million Bayonet Spalte ist dann eben noch zusätzlich bei den Italienern. Ist hier eben ein bisschen ein kleiner Unterschied im Vergleich zu den anderen Armeen, die wir spielen können. Neben eben den ganzen Standard-Dingen, die wir, wie gesagt, alle kennen, eben Deutsche, Briten und auch Amerikaner sind hier enthalten. Jetzt habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, wie ich vorhin schon gezeigt habe, Ostfront zu spielen im Mid-War. Auch hierfür gibt es das Compilation-Buch, ist wieder gleich aufgebaut, ist eben eine Zusammenstellung von älteren Publikationen zu Mid-War, die bereits mal einzeln erschienen sind für die einzelnen Armeen. Und auch hier sind natürlich sehr viele Sachen drinnen für die Deutschen und auch die Sowjets. Aber auch hier wieder haben wir Zugriff auf andere Armeen. In diesem Fall sogar 3 andere Armeen, nicht nur eine einzelne, wie es bei Nordafrika der Fall war, sondern hier ist in diesem Compilation-Buch auch das White Death dabei mit den Finnen, dann Hungarian Steel für die Ungarn und Brave Romania. Also hier insgesamt 3 andere Fraktionen, die ihr hier wieder spielen könnt. Und eben diese Publikationen findet ihr dann hier im Buch genauso. Der Aufbau ist wieder der gleiche mit eben dem Hintergrundanteil, wie man es von den ganzen einzelnen Büchern kennt. Und eben hier ganz interessant, man hat ganz einfach auch bei den Finnen dann andere Panzer, Fahrzeuge zur Verfügung. Und man sieht auch hier natürlich die Auswahl auch schon wieder etwas kleiner ausgefallen. Also hat man dann nicht so viele verschiedene Formationen, die man spielen kann, aber durchaus auch wieder interessante Möglichkeiten, wenn einen das interessiert. Und eben, es spielen sich ja die Fraktionen dann ja auch ein bisschen unterschiedlich oder mehr oder weniger unterschiedlich. Das ist schon ganz interessant. Auch gibt es hier dann eben eine eigene Figurenrange dann zum Teil. Also auch ganz interessant von dem her, was man dann aufs Spielfeld an Figuren bringt. Und das gleiche gibt es hier dann auch für die Ungarn. Was hier wiederum ganz interessant ist, natürlich auch neben anderen, auch hier wieder eigene Sachen, aber auch Panzer 3, Panzer 4, die man von den Deutschen her schon kennt. Eine etwas größere Auswahl an verschiedenen Formationen, die wir zur Verfügung haben. Und auch das Ganze haben wir dann nochmal eben, wie gesagt, für die Rumänen. Und hier vielleicht noch interessant zu sagen, wenn einen das Thema vielleicht etwas interessieren sollte, wenn man nicht genau weiß, vielleicht Nordafrika oder eventuell doch Ostfront. Die Rumänen haben grundsätzlich dieselbe Regel hier mit den Eliteeinheiten wie auch die Italiener, wo die Profilwerte sich dann eben auch verbessern können. Also funktionieren in diese Richtung dann auf die gleiche Art und Weise. Und das waren die 3 Armeen, die wir hier jetzt finden in diesem Buch für eben Mid-War Ostfront, falls man eben diesen Bereich abdecken möchte in seinen Spielen. Aber auch hier ist noch nicht Schluss. Wie gesagt, diese beiden Compilation-Bücher sind Zusammenfassungen von älteren Publikationen zu Anfangszeiten von V4. Aber hier auch letztes oder vorletztes Jahr ist dann dieses Bagration, Axis and Allies Buch herausgekommen für eben 1944 Late War. Also auch hier wieder Ungarn, Rumänien und Finnen enthalten. Und dieses Buch sieht man auch gleich, ist hier ein bisschen dicker auch ausgefallen im Vergleich zu einigen anderen von diesen Publikationen, weil ihr hier eben wieder 3 ganze Armeen findet.
Sollte euch eines dieser Bücher jetzt interessieren oder auch irgendetwas anderes zu Flames of War oder vielleicht auch das neue Berlin German Buch, das ja bald erhältlich sein wird, oder auch irgendetwas anderes, was ihr fürs Tabletop Hobby brauchen könnt, könnt ihr gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr einen Link zu S-Games, wo ihr die Sachen bestellen könnt. Eben diesmal für den Late War gedacht. Also auch hier wieder habt ihr dann die Möglichkeit im Late War andere Fraktionen zu spielen und eben nicht auf die Standardarmeen zurückgreifen zu müssen, die alle in irgendeiner Form wahrscheinlich schon kennen, dagegen gespielt haben, selbst spielen. Was hier vielleicht nur zu sagen wäre, sowohl bei den Armeen für Late War hier aus diesem Buch, als auch aus den beiden Compilation-Büchern für Mid-War. Diese Armeen haben eine teilweise recht kleine Figurenrange, wie man hier dann auch sehen kann. Das ist nicht so umfangreich, wie man es dann vor allem von den Deutschen her kennt. Habt ihr hier dann doch weniger Auswahl und das sind halt dann teilweise auch noch alte Bausätze aus teilweise Resin und Metall und eben noch keine neuen Kunststoffsachen, vor allem eben die Infanterie. Und das macht es natürlich recht schwierig, an Sachen ranzukommen für diese Armeen. Also da muss man vielleicht mal ein bisschen einen Ausschau halten, wo man vielleicht sowas finden kann, wenn einen eben das interessiert. Ist eben nicht ganz so einfach hier einzusteigen. Den einzigen Unterschied bieten hier die Ungarn, die zusammen mit diesem Buch eben hier auch ein eigenes Armeeset bekommen haben und eben, wie hier schon zu sehen ist, alles Plastik. Ist ein vergleichsweise eben recht neues Set, zusammen mit diesem Buch damals erschienen. Und hier sehen wir schon einige auch deutsche Panzer, die wir hier dann zur Verfügung haben. Also hier fällt es dann wieder etwas einfacher, an Sachen ranzukommen. Und das gleiche zieht sich dann natürlich auch hier für die Rumänen durch, wo man eben auch wieder verschiedene Sachen mitnehmen kann, von den Deutschen zum Beispiel. Und ansonsten diese anderen Dinge, speziell für die Rumänen, sind dann doch wieder recht schwer zu bekommen, beziehungsweise dann auch Einzelboxen, wo dann nur eine einzelne Figur bzw. ein einzelner Panzer drinnen ist. Das sind definitiv dann Bausätze aus Metall und Resin. Und auch hier, wie man sieht, vergleichsweise eine kleine Auswahl nur an Truppen. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Interessiert ihr euch für diese anderen Armeen, beziehungsweise spielt ihr vielleicht aktiv selbst eine davon? Aber ich denke mir, die meisten von euch werden dann doch bei den Standardarmeen bisher geblieben sein. Aber schreibt uns das gerne in den Kommentaren, dass wir dabei ein bisschen mehr Überblick bekommen. Und natürlich auch, was euch hier besonders dann interessiert, wenn ihr so eine Armee spielt. Letztes Jahr haben wir uns ja ein bisschen die Veröffentlichungen zu Mid-War Ostfront angesehen mit dem Eastern Front Compilation Buch, das ihr vorhin gerade gesehen habt. Ich werde euch hier jetzt eines dieser Videos dazu verlinken. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne ansehen. Und ansonsten, wie gesagt, das nächste Video zu Flames of War wird bald mal kommen. Und hier vermutlich dann entweder mit Amerikanern oder Italienern. Könnt ihr mir aber auch gerne, wie gesagt, schreiben, was euch vielleicht hier interessieren würde.